Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde. Und dieses Mal backen wir was, damit ihr zu Weihnachten einen herrlichen Kuchen vorzeigen könnt. Und zwar einen weihnachtlichen Käsekuchen. Und für diesen Käsekuchen stellen wir erstmal den Boden her. Dann nehmen wir Spekulatiuskekse und hauen die erstmal klein. Wenn sie dann klein sind, dann geben wir sie in einen Topf mit flüssiger Butter und wir verrühren das Ganze richtig gut durch, damit alles schön homogen ist. Weil diese Masse geben wir jetzt in eine Springform hinein und klopfen damit den Boden fest. Wer möchte, kann natürlich den Boden auch aus leckeren Butterkeksen machen. Ja, und auch schon vorher zur Vorbereitung habe ich Backpapier in die Springform gegeben. Wenn der Boden jetzt so schön fest ist, geht es auch gleich weiter. Da verrühren wir Vanillezucker mit normalem Haushaltszucker. Und geben anschließend 5 Eier in eine Rührschüssel. Diese Eier schlagen wir dann mit dem Mixer schön schaumig auf. Sobald das Ganze schön schaumig ist, geben wir auch schon die Zuckermischung hinzu. Viele geben jetzt zu dieser Füllung noch Butter hinzu, aber ich nehme Sonnenblumenöl, geschmacksneutrales Sonnenblumenöl und gebe das schön schrittweise hinzu. An Flüssigkeiten ist es aber noch nicht alles. Wir geben jetzt noch 200 Milliliter Sahne hinzu. Wer möchte, kann natürlich auch die Sahne durch Milch ersetzen. Ja, aber da kommen ja noch andere Zutaten hinzu, wie zum Beispiel 2 Päckchen Vanillepuddingpulver. Und auch den Quark dürfen wir nicht vergessen. Und weil wir einen weihnachtlichen Käsekuchen machen, nehmen wir noch Schalenabrieb von einer kleinen Zitrone und einer Orange. So, wenn wir jetzt das Ganze schön durchgerührt haben und alles schön homogen ist, geben wir das jetzt in die Springform hinein. Und damit die Bläschen schön nach oben kommen können, klopfen wir noch ein bisschen die Form. Beziehungsweise wir können sie auch ein bisschen schütteln. Natürlich haben wir den Ofen jetzt schon auf 145 Grad Ober- und Unterhitze aufgeheizt. Ja, warum nur 145 Grad? Ja, weil der Kuchen 100 Minuten im Ofen bleibt. Somit geht er nicht so extrem krass auf. Und er fällt dann auch nicht schön zusammen. Er bleibt somit schön eben. Nach der Zeit holen wir auch den Käsekuchen nicht einfach nur heraus, sondern wir lassen ihn noch drin bei einer geöffneten Ofentüre für ca. 60 Minuten noch. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Es kommt noch ein Tortenguss drauf. Und da geben wir 250 Milliliter Glühwein in einen Kochtopf und kochen diesen Glühwein auf. Davor haben wir schon mal Zucker mit Tortenkusspulver zusammen vermischt.
Das Schöne ist, wenn man das Tortengusspulver schon vorher mit dem Zucker vermischt, gibt es nachher keine Klumpen. Wichtig ist dabei, dass man den Tortenguss im Kochtopf aufkochen lässt und gleich danach über den Käsekuchen leert. Man kann natürlich noch ein bisschen schön das Ganze ausgleichen, dass sich das Ganze noch ein bisschen besser verläuft, aber dann zieht der Guss schon an. Gut, der Kuchen ist jetzt schön abgekühlt und jetzt können wir ihn von der Springform befreien und dann uns ein schönes Stückchen abschneiden. Also meine Lieben, ich würde sagen, ihr backt mal diesen super leckeren Käsekuchen, weihnachtlichen Käsekuchen nach und berichtet mir, wie er geworden ist. Denn schaut doch mal, wie lecker der aussieht. Den müsst ihr doch unbedingt nachbacken, oder? Okay, meine Lieben, wir sind wieder am Ende gekommen von dieser Folge von Lobbys Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein würdet. Also meine Lieben, bleibt gesund und bleibt am Ball. Ich sehe euch beim nächsten Mal.